Judy, dann wollen wir mal weiter hoppeln in diesem lustigen Spiel und This hoffen, small elevator smells of nougat and sweat. Your head brushes up against the ceiling. There is a control panel to your right, and just enough room for 2 people to fit in. der Platz reicht fürs, weil wenn der Fahrstuhl steht hier. Sind die Motoren von Fahrstühlen nicht normalerweise auf dem Dach von irgendwelchen Gebäuden? Wir wissen, wie das Dach von diesem Gebäude aussieht. Das existiert nicht. Ja, wenn Kind wüsste, dass ich die letzte Episode Flipporagi gedacht habe. Ja, wenn er das wüsste. Es passen 2 Leute rein, na denn? The maintenance card under the control panel reads, Last maintenance, 10th July, 88. 88 ist schon ein bisschen her. Du siehst ja die Bedienelemente des Aufzugs ein. There are large rectangular buttons, monter, descend, and an international call for emergency assistance. That third one appears to be broken. Ich glaube mir, das Call for Emergency Assistant könnte eventuell nicht funktionieren. A small steel plaque reads, Halter 800. Halter is a Koningsteiner lift company who went out of business a long, long time ago. Ah, es ist ein Halter 800 und die Firma dazu ist schon ein bisschen älter. Da steht, dass die letzte Wartung 88 durchgeführt wurde. Ja, aber das Ding wurde ja auch seitdem nicht benutzt, der wird noch super sein. That it does. I say, let's brave it. Der Lieutenant spielt eine... Kim wird ganz schön mutig, oder? Ich meine, neulich hat er die Fensterscheibe eingeschaltet und jetzt dachte er, wir fahren Fahrstuhl. Die letzte Wartung dieses Aufzugs wurde in der Zukunft durchgeführt. Das ist lange her. Ja, also das kannst du doch nur sagen, wenn du absolut nicht zugehört hast oder nichts mitgekriegt hast, oder? At the end of the last century. Look on the bright side. If it fails, we will only sustain minor injuries. I'm talking 3, maybe 4 months in the hospital. Maximum 5. Seit wann ist denn Kim so fatalistisch? Also wenn das schief geht, dann erleiden wir nur kleinere Verletzungen. Warum eigentlich kleinere Verletzungen? It appears his whole enthusiasm is sarcastic. Was denn? Enthusiasmus, das ist Sarkasmus? Das ist ja unwahrscheinlich. Wofür dieser Aufzug gut ist, dann wahrscheinlich zum Runterfahren in den Keller? Seems like a small freight elevator for transporting machinery. For that, it's pretty quaint. Er tippt die flackernde Glühbirne an. In der Dunkelheit schimmert sie golden. Er ist viel zu verziert für Materialtransporte. Naja, vielleicht wird das Ding benutzt, bevor Materialtransporte so mundan wurden. Du schließt die Tür und fährst nach oben. Ach, nach oben. Ich dachte nach unten, es gibt irgendwo einen Keller oder so. Wo sind wir jetzt? Ach so! Ach, jetzt sind wir hinter den anderen Zimmer. Wo da hätten wir auch einbrechen können. Naja, was haben wir hier schon? Kleine Fenster, zugeklebt mit schwarzem Kunststoff. Du kannst nicht hinausblicken. Die Regale sind voller Werkzeuge und Ersatzteile. Baupläne für einen Flipperautomaten in futuristischem Gewand. Oh, Mantel des Flippermachers plus Empathie, Hand-Augen-Koordination. Das ist ein guter Gegenstand. Also generell wie alle Sachen, die nur Pluswerte haben. Aber Empathie und Hand-Augen-Koordination bringt mich, glaube ich, ganz gut nach vorne, ne? Habe ich irgendwas, was Empathie minus macht? Was haben wir hier noch Schönes? Der Flipperautomat wurde zerlegt und ausgeschlachtet. So this is where they brought 40 pinball machines to fix them up. A long time ago. Everything is covered with dust now. Ja, aber trotzdem ist hier noch Licht an. Das finde ich ein bisschen creepy. Stylischer Mantel, aber sowas von. The lieutenant looks around the dusty, crowded room, inspecting the tools on the shelf. Anscheinend haben sie irgendwann aufgehört, die Flipperautomaten zu reparieren. Ja. At some point, 20 years ago, 15 maybe, before pinball went out of vogue. Ja, dann haben sie den Fahrstuhl aber lange benutzt, bevor außer Dings gelaufen ist, ne? Das hier ist in meine Flipperwerkstatt. Looks like it. I'm guessing Martinez North 22 used to be a pinball arcade before it became a hostel. There are machines left over. Er wippt mit dem Fuß. Aha, Martinez Nord 22. Sind das nicht die Cape Sides Apartments 22b? A creak. Some dust falls off a shelf. Ach, jetzt habe ich ja unendlich viel Wahrnehmung. Ugh. Downstairs in the hall, next to the main door. One of them even works. I've seen one of the Hardies bang away at it. Ja, yeah, natürlich haben wir den Automaten gesehen. Remember the dice maker? Then that means... Das Würding Rex war früher die East Delta Flipper halt. Das ist das Letzte, was von dir noch übrig ist. Das sind die Würfelmacher erzählt haben. Gut, dass das Reaktionsvermögen uns das erzählt, weil ich hatte das schon wieder vergessen. Ah, yes. As the novelty dice makers said. This has absolutely nothing to do with the case, I'm sure. But I do like a nice little connection. Das hat nichts mit dem Fall zu tun, aber mag die kleine Verbindung. But then it went bankrupt. Your skin crawls from making the connection.
Dann ist es Platting und du bekommst eine Gänse, dass du die Verbindung erkennst. Könnte das bedeuten, dass das Wording Wax tatsächlich Teil des verfluchten Gewerbeblocks ist? Aber sowas von. If that's true, then our cafeteria manager is not going to like it. We should tell him what we found up here, omitting that suspicion. Aber diesen Verdacht sollten wir ignorieren. Er sieht sich um. Ja, das möchte man ja immer hören, dass man Teil eines verfluchten Gewerbeblocks ist, oder? He does not appear to be the kind of man who likes his establishment to be part of a neighborhood ghost story about bankruptcy. Die gute alte Neighborhood Ghost Story über Firmenpleite. Stupid superstition. But still, it would be interesting to see what the cafeteria manager thinks of this. The Doom Commercial Areas back. It's not a ghost story. It's a curse, and Guard ought to be made knowledgeable, so he can perform counterspells. Oh, Guard wird auf einer Fahne und einen Gegenzauber machen. Du schießt den Gedanken ab. Oh, hier sind aber Fußabdrücke. Sind die neu? You clearly see footprints in the downy carpet of dust covering the workshop floor. Eindeutig Fußspuren. Jackpot. These, unlike everything else here, are new. Jemand war hier in den letzten 1 oder 2 Wochen. Ach, vielleicht einer der Leute, die beobachtet haben? 3 weeks maximum from the dust coverage. It could easily have been 1 week too. You know, officer. Er sieht dich an. Wissen Sie, This Officer? is so good it makes him forget the whole Kimball memory. Danke, lieber. Das ist richtig The enthusiastisch. Blue Door was a mega investigation after all. It has now converged with our main investigation, which I would say is quite large. Die blaue Tür war doch eine Mega-Ermittlung. Ach, das ist ja schön. Ach, schön, dass ihr auch Mega-Ermittlung sagt. Was bedeutet das genau? Was hat das zu bedeuten? It means someone snuck through what seems like a secret route, behind Klassje's room, in the recent weeks. This may prove to be significant. Aha, jemand hat sich hineingeschrieben. Schauen wir mal die genauer an. Du siehst die Hocke und studierst die Fußspuren. Ich habe meine visuellen Sachen, glaube ich, gerade nicht an. Large prints, most likely made by boots. The size is hard to determine. Sole could be bigger than vamp. The soles have left a pattern, uniform, horizontal lines. Große Fußspuren. Die Sohlen haben ein Muster hinterlassen, größer als das Blatt. Sohlen haben gleichmäßig horizontale Linien, also wie die Dinge. One person has been here. They've gone back and forth. The tips point both ways. Ha. Die Dingens. This print is unlike one left by a regular worker boot. It is not a brand sole with logos on it. It seems custom made or old-fashioned. Abdruck ist anders als herkömmliche Arbeiterstiefel. Maßgefähigt oder altmodisch. Aber horizontale Linien? Diese Fußspuren wirken, als ob eine Person hinterhergegangen ist. Dieser Abdruck sieht anders als der Abdruck an Tatort. Sieht nicht aus wie Tatort. Ja, ich mach mal einen Roman. Between that and that. Von hier nach dort. Warum hören? Achso, die hören nicht, der Staub sehen wir einfach noch nicht. Aber die blaue Tür war fest verschlossen, ne? Na gut, das ist halt, muss ja nichts bedeuten. Es kann ja auch andere Schlüssel geben. Dieser Abdruck sieht anders aus als die Abdrücke in sonderbaren Sohle, die beim Tauchpark wird. Ja, das ist also nicht unsere Fahrerlady. The size looks about the same, actually. They're not the same shoe, but they could be the same person. Welche sonderbare Sohle hatten wir sonst noch am Tatort? Sehen nicht aus wie Arbeiterstiefel. No. These little horizontal lines are different. They look custom made to me. Or some kind of foreign print. Hard to say. Still a boot, though. Ausländische Stiefel. So, du stehst auf, schließt das Thema ab. Everything around you is quiet. The prints crisscross the workshop floor. Die Fußspuren verlaufen kreuz und quer in der Werkstatt. Was passiert, wenn ich hier noch die Taschenlampe raushole? Ich renne die ganze Zeit mit dem Brecheisen rum. Sehe ich denn mehr als vorher? Nicht wirklich. Warte mal, aber ich kann auch hier noch, ich habe doch hier noch Sachen für visuelles Kalkül, oder nicht? Konzeptbildung. Am Zweifel nehmen wir auch das. Empathie und Hand-Augen-Koordination und das Ding macht Korpsgeist. Schau, oder mal das hier noch. Das ist wirklich so ein stylischer Mann. Das macht der Empathie, Trauer um Nyflox, Hand-Augen-Koordination. Wir können ja nicht lesen, wofür es die Hand-Augen-Koordination gibt. Dieser staubige alte Mantel gehörte einst jemandem namens Nyflox. Der Name ist in das Seidenfutter gestickt. Es riecht nach Motten und altem Schmierfett. Doch er passt ja wie angegossen. Dich überkommt ein merkwürdiges Gefühl der Einsamkeit, als du den Gürtel um deine Hüfte schnallst. Also. Jetzt sehen wir doch, okay, warte mal, das ist, ich glaube, wir müssen jetzt erstmal nicht so viel Dings. Beherrschung, Gewandtheit? Ich habe doch immer noch 10 Wahrnehmung, oder? Ja. So, was sagt ihr, was ich leveln wollte? An sich Hand-Augen-Koordination, oder? Oder Mechanik noch weiter? Dann ist auch irgendwie Schluss. Suggestion, na gut, Suggestion ist auch gerade nur so niedrig, weil ich Gegenstand habe. Ich habe einfach so nicht so viel.
Korpsgeist? Ich bin halt immer noch unsicher, ob Korpsgeist so viel bringt. Ich glaube, ich level mal das visuelle Kalkül. Das brauchen wir halt auch nicht so oft. Wie brauchen wir die meisten dann? Ich level jetzt Ausdauer einfach, damit wir nicht so schnell umkippen bei Gelegenheiten. Was haben wir hier noch Schönes? An der Wand ist ein winziges Loch. Auf der anderen Seite siehst du ein Schlafzimmer. Oh. You can almost see the shape of a man and a woman writhing inside, bathed in drug sweat and dirty linens. Bottles lie around everywhere. Was haben die Leute da drin getrieben? Naja, du kannst beinahe die Gestalt eines Mannes und einer Frau, die sich mit Drogen im Zimmer im Drogenschweiß gebadet zwischen schmutzigen Laken regeln. Sind die Laken so schmutzig? Na, das sind sogar Bücher, fällt mir gerade auf. Ich glaube, von hier aus kann man ein klassisches Schlafzimmer gucken. You can barely see through. Better not to jump to sensationalist conclusions here. Sensationslusterne Schlüsse soll ich nicht ziehen. The footprints on the floor, however, definitely suspicious. Verdächtig, verdächtig. Was haben die Leute da drin getrieben? You lean closer to the peephole instinctively. I bet they're doing something quite unnatural there. Sensationally unnatural. Danke, liebe Elektrochemie. Sensationell wieder natürlich. Du schließt den Gedanken ab. So, komme ich von der Innenseite raus? This is the inside of the barred door you've seen before. Also, was ist denn auf der anderen Unless Seite? we've veered off into a folded M dimension, I'm expecting to step out on the roof. We could ask Klassje about this route. See how she reacts. Wir können Klasse nachfragen. Aber Folded M dimension, a reference to the popular science fiction series In System. Look who's in a good mood suddenly and reads science fiction. Ich wollte gerade sagen, gefaltete M-Dimension klingt aber irgendwie schon wieder nach nerdy Shit, den Kitsuragi da raus, wo er sonst nicht so viel darüber redet. Danke, liebe Konzepte. Yes, it is quite likely that we will re-emerge on the M-plane. Brace for psychokinetic impact. Or the roof. Psychokinetische Wirkung. Oder das Dach. Du entriegelst die Tür. Echt, das ist ein extra Ladescreen? Das ist ja interessant. Achso. Hallo. Das sah von außen irgendwie dunkel aus. Na gut, es ist noch 38. Wir müssen sowieso mit Klassje reden. Wir stehen also direkt vor ihr. Ich muss kurz gucken, ob wir vielleicht irgendwie... Ich glaube, wir brauchen mehr Suggestion, würde ich sagen. Und weniger Konzeptbildung. Habe ich noch irgendeinen Helm... Irgendein Ding, was mir was bringt? Logik? Ja, ich könnte ja prinzipiell mein Inventar mal ordnen, ne? Schmerz, es macht ja auch minus Empathie. Warum macht denn ja nicht alles minus Empathie? Das ist ja schrecklich. Niemand Willenskraft, Schauder und Körperapparat. Ich glaube, mehr Schauder brauchen wir nicht. Schauspielkunst ist, glaube ich, gut. Aktionsvermögen, Rhetorik. Ne, Rhetorik brauchen wir alles, was ich habe davon. Kopfgeist und visuelles Kalkül. Ja, das Ding macht plus Empathie, das ist schon mal gut. Ja, im Zweifel nehmen wir halt Körperapparat mit, aber Logik minus Wahrnehmung? Ja, weiß nicht, ob im Gespräch mit Klassje Logik irgendwas bringt. Elektrochemie ist auf jeden Fall ihr Thema, würde ich sagen. Ich habe auch nicht so richtig... Doch, ich habe noch das wunderprächtige Netzhemd. Empa, was kann man das essen? Ja. So, dann können wir, glaube ich, noch die Hände alle räumen. Dann habe ich auf jeden Fall mehr Suggestion. Aber nee, dann nehme ich lieber das Ding. Da habe ich mehr Empathie. Autorität brauche ich keine Sau. Dann kriegen wir halt nicht den leeren Pfotenbonus. So, und in Sachen Schuhe... Beherrschung Gewandtheit, die bringt Wahrnehmung. Tja. Ich müsste halt die anderen Tonschuhe mal kaufen, aber ich habe irgendwie... Warte mal, ich habe Empathiestiefel. So, guck mal, jetzt haben wir hier zigtausend Empathie. 9. Krass. Wie hoch wir da auf einmal sind. Na gut, und dann gucken wir doch einfach mal, was dabei rauskommt. Hallo, Klassje, wir haben uns was angehört. I was just thinking, what a nice day for questions pertaining to a murder investigation. Willenskraft. Gerade dachte ich mir, ein schöner Tag für ein paar Fragen, bei denen es sich um einen Mord vergeht. Titus hat uns die Aufnahme gegeben, und der Verstorbene sagte, er hätte vor, sich jemanden zu vergewaltigen. Ja, die haben wir gehört. She puts her coffee cup down. Wohin? Achso, da ist ein kleiner Tisch. Okay, sie stellt die Kaffeetasse ab. With a soft ring as the porcelain meets the metal table. Aha. This does not surprise her. Sie ist nicht überrascht. Did he? I never said he was a good man, or that he had good intentions. Only that he was never bad to me. Aha. Sie hat nie behauptet, dass er ein guter Mensch war, nur dass er sie gut behandelt hat. Aber nicht She schlecht. doesn't care. If anything, she sounds amused. Sie klingt so ja was amüsiert.
Ja, aber das Tonband meint, das geht auf dich speziell. Where did they get this recording exactly? Wo haben sie die Aufnahme her? Das ist eine gute Frage. It's intercepted radio chatter of the deceased, recorded via de-encryption station. It's authentic enough. Das ist schon nicht authentisch. Abgefangene Funksprüche. Does he say he's gonna do it Soldier of the Apocalypse style? Ja, das hat er gesagt. Krieger der Apokalypse mäßig. Yeah. That was practically his pickup line. Was? Das war seine Anmache? Sie nimmt die Tasse wieder in die Hand. Did he say whores a lot? Was he pretty much on the verge of doing it Kohoi style? Ja, Kohoi wurde He erwähnt. wasn't actually there. He didn't do a tour, or at least didn't tell me he did. Would have been overkill anyway. He lived his own little Kohoi. It wasn't his everything. Also er war nie dort und er hat nur sein eigenes kleines Kohoi erlebt und er hat es bei ihm, das hat sich bei ihm praktisch überall gezeigt. Warum hat er solche Sachen gesagt? Weil er ein Macho war? Ich glaube, das andere Angst machen wollte. No, I'm pretty sure he did all those things. And then had to internalize them to keep on living. Until they just sort of turn into his, what's the word I'm looking for? Also sie ist sich sicher, er hat das schon alles irgendwie gemacht, aber er musste sie irgendwie verinnerlichen, um weiterzumachen. Welchen Ausdruck sucht sie? Oh, Rhetorik? Habe ich gerade viel davon? She's quite observant about the human character. Trained to observe, even. Sie hat gute Beobachtungsgaben, was die menschlichen Eigenschaften angeht. Fast aus diesem Beobachten ausgebildet wurde. Haben das genannt, dass sie Oranistik studiert haben? Klingt psychologisch. Bewältigungsmechanismus? Lieblingsredewendung? Ich frage mal das da. People who go to university know how to use words like internalize and integrate, officer. Now, what was that expression? Ah ja, sie belehrt mich darüber, dass Leute, die studieren, gut an solchen Sachen sind. Sie sucht immer noch den There's Begriff. more to this. She has an index in her head of pathologies and how to exploit them. I can almost see her turn the pages. Danke, liebe Enzyklopädie. Sie hat in ihrem Inneren ein pathologisches Verhaltensmuster. Bewältigungsmechanismus, Lieblingsredewendung, Persona? Ja, ist das eine Persona, wenn er das nur macht, oder? Running joke. I was gonna say running joke. Was? And it sounds like you didn't even get the good bits. Lely's punchlines got way, way funkier than that. Das war ein Running Gag? Das ist Lily. Gut, dass wir mal einen Namen hören. Das ist schön. He was like the Seminoles conflict, the Kohoi massacre, and the 36 famine in Yezud all rolled into one person, then cast in Orani ceramic armor, which he wore in bed and in the shower. Was? Er hat 3 Konflikte auf einmal an eine Person gemacht und der hat seine komische Keramikrüstung selbst im Bett und unter der Dusche getragen? When he said he was done, and done mentally, it didn't sound like a joke. It sounded like a deeply troubled man. Also die Empathie meint, dass das klang nicht so doll nach einem Witz, sondern nach einem Menschen, der echte Probleme hatte. Aber blick mal, er hat doch gesagt, er sei mental am Ende. Das klingt mich nach einem gebrochenen Mann. Hatten Sie keine Angst? Gefällt Ihnen sowas? Ich mach mal das da. Well, maybe I pieced him back together with my magical personality. Vielleicht könnte ich ihm das zusammenfügen mit meiner magischen Persönlichkeit. Ah ja. Gefällt Ihnen sowas? We're all scraping up any happiness we can find, officer. Going around with our little scouring sticks. You, your first love, Mr. Kohoi here. Wir laufen noch rum mit unseren kleinen Scheuerschwämmchen. Schön, dass Sie nochmal Harrys erste Liebe erwähnt. Wir haben genug Willenskraft, wir überleben das, hoffe ich. Did he tell you he had actually done any of those things? He and Martinez, I mean? Oh, jetzt fragen wir direkt nach Geständnissen. No. We were too busy laying waste to our own nervous systems to direct any of the fury outward. He seemed happy, I guess. At ease. As much as a man like him could be. Also er hat nichts dergleichen gesagt. Das war ja zu sehr beschäftigt, war Drogen sich hinterzuballern. Und sie meint, er hat zumindest irgendwie entspannt gewirkt. What kind of man was he? Before you go, ask for details. She seems okay to talk about it. Ah ja, danke, liebe Logik. Ich soll doch fragen, was für eine Art von Mann er war. Thank you for clearing that up, miss. Whenever you're ready. I'm interested to hear what Titus Hardy has to say now. Er wendet sich an dich. Ja gut, wir sollen zu Titus gehen. Ja, aber ich She takes a very small sip of her coffee and smiles. Das sind ein klitzekleinen Stück. Wie sich Leute auch immer so lange an Kaffee festhalten können. Sure.
Warte, ich habe mich gerade verklickt. Dürfen wir mit Ihren Reisepass singen? Ich denke, das war's. Was so ran? Reisepass habe ich das noch nicht gefragt. I'm afraid you can't, officer. Oh, kann ich nicht? Why is that? Because it's buried in a sealed plastic bag at an undisclosed location on the coast, along with cash and airline tickets. Oh. Ihr Pass ist in einer Plastiktüte an einem geheimen Ort an der Küste zusammen mit Bargeld und Flugtickets. Ob wir das finden können? Thank you for your candor. Why? They say so in your tourist brochure. Keep travel documents away from your person when west of the river. Ah, cool. Das ist die Reisebroschüre von Remmerschule, sagt, man soll seine Reisedokumente nicht bei sich behalten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich hier einen Rechtsanspruch darauf habe, Ihre Reisepass zu sehen. Wollte ich wissen, dass Sie den richtigen Namen gesagt haben? Ja, ich habe einen Rechtsanspruch. Look, Bestimmt. officers, I like this place, but I don't want to be stuck wandering the city like a ghost after being robbed of my travel documents. Das ist irgendwie voll verständlich, dass Sie nicht wie ein Geist umherlaufen will, wenn Sie Ihre Dokumente verliert. I don't want to become an indentured servant in a brothel on Boogie Street. And I don't want my relatives to pay the ransom. Ja, Rivachol ist, glaube ich, kein schöner Ort, wenn man da irgendwie festsitzt, ne? Also ich möchte auch nicht als Notar arbeiten. Verständlich. There are plenty of other reasons for hiding your documents from the law. Es gibt noch andere Gründe, seine Dokumente zu verstecken. Ja, vielleicht, wenn man einen Namen hat. Das ist aber nicht der Grund, warum Sie ihn versteckt haben. It's also why I hid it. Es ist ein Grund. Why else? Oh, es geht so arg, es wäre mal aufmerksam. I'm an unpopular girl. There are people back home who don't like me. If they show up, I'm in a hurry. Ah, sie ist zu Hause nicht besonders beliebt. Und wenn die Leute auftauchen, möchte sie lieber schnell The verschwinden. kind of hurry where you can't afford to not find your documents. But don't worry. This has nothing to do with your investigation. Das hat nichts mit meiner Ermittlung zu tun. Ich bin aber trotzdem neugierig. I would love to change the subject. It's not important. Unless I'm some kind of suspect. Was denn? Ich bin verdächtig. Sie zieht eine Augenbraue hoch. Nein, wir sind nur hier mit ihm zu reden. Noch nicht. Phew. Sie wischt sich mit der Hand die Stirn ab. Playfully. She doesn't seem to be overly distressed. Or distressed at all, really. Danke, liebe Fantasie, dass das nur spielerisch war. Woher soll ich wissen, dass Sie den richtigen Namen gesagt haben? If I were to lie to you, I would come up with a more mainstream name than Klassje It's a weird name. Also sie argumentiert, dass wenn sie lügen würde, hätte sie einen anderen Namen gewählt, weil Klassje ist ein seltsamer Name. She seems to be telling the truth, sire. Danke, liebe Schauspielkunst. Wie viel Schauspielkunst habe ich gerade? 9. Okay, das sollte reichen für das Geschenk. Na schön. Okie-dokie. If any of this made her Sie schenkt sich mehr nervous, Kaffee an? it certainly doesn't show in her expression or her movements. The record. So official. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir schon Historie mit ihr hatten. Nach dieser Zeit, können Sie mir mehr über das Opfer erzählen? Like, for example, his name? Oh ja, sein Name. Actually, officer, I didn't know his name. I just called him Lely. Warte, sie hat ihn einfach nur Lely genannt, ohne seinen Namen zu kennen? A nickname? I guess. He came from Lelystad. It's short for that. And it was his army name, apparently. He said his real name wasn't his. I tried to pry it out of him, but it was no use. Aha. Sein wahrer Name gehört ihm nicht? Und der kam aus Lelystad und der Name kommt aus der Armee. Lelystad. That's a good start. Der Lieutenant schreibt es in seiner Notiz. We have a few questions you can help us with. A few things a field autopsy alone can't answer. Ein paar Aspekte, die einen Leichenschau vor Ort allein nicht hätten klären können. Oh, das geht ja schon wieder auch nicht tief, aber Klassje scheint unfassbar entspannt zu sein, ne? Naja, gut, okay, so viel dazu. Aber bringt uns alles nicht weiter. Gut, mehr Recherche beim nächsten Mal.